Heute, da backen wir diese leckeren Körnerbrötchen mit Vollkornmehl. Hallo, ich bin Nico Staniszuk. Ich freue mich, dich zu sehen. Die Brötchen machen wir komplett am Abend vorher fertig, also jetzt, mit Körnern drauf. Und dann brauchen wir sie zum Frühstück nur noch in den Backofen schieben und haben zum Frühstück frische Brötchen. Das ist doch ziemlich kuschelig, oder? Und bequem. Für den Teig geben wir 280 Gramm Wasser, 3 Gramm Trockenhefe oder 10 Gramm frische Hefe und 5 Gramm Zucker in eine Schüssel und verrühren alles, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Dann kommen 350 Gramm Weizenmehl Typ 550, 100 Gramm fein gemahlenes Weizenvollkornmehl, 10 Gramm Salz, 5 Gramm Backmalz und 10 Gramm Olivenöl dazu. Das Backmalz ist total optional, hilft aber unheimlich. Der Teig geht besser auf und die Brötchen bekommen eine schönere Farbe. Backmalz kannst du ganz einfach selber machen. Ich verlinke hier oben rechts mal ein Video bzw. unterhalb vom Video in der Infobox. Die Zutaten für 10 Minuten zu einem geschmeidigen Teig verkneten und dann machen wir ohne zu warten gleich mit dem Portionieren weiter. Gefällt dir mein Video? Dann lass mir bitte einen Daumen nach oben da. Hast du meinen Kanal schon abonniert? Falls nicht, weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst. Dankeschön! Ich wiege mir Teigstücke zu 95 Gramm ab, das ergibt dann 8 leckere Brötchen. Damit sie eine schöne Form bekommen und gut aufgehen, muss ordentlich Spannung in den Teig. Das bekommen wir hin, indem wir den Teig von außen fassen, etwas ziehen und zur Mitte hin andrücken. Das machen wir ringsum so oft, bis so viel Spannung im Teig ist, dass man ihn fast nicht mehr fassen kann. Die Teiglinge dann umdrehen und rund schleifen. Achte darauf, dass kein Mehl dabei auf der Arbeitsfläche ist. Leg den Teigling an deiner Handfläche an und klemm ihn mit dem Daumen ein. Wenn du nun eine kreisförmige Bewegung mit der Hand machst, geht das wie von alleine. Das wirst du gleich spüren, das geht wirklich super einfach. Die Brötchen werden dabei schön rund, noch mehr Spannung wird im Teig aufgebaut und der Teigling bekommt eine geschlossene Oberfläche. Die Oberfläche der Teiglinge dann erst in etwas Salzwasser eintauchen und danach in den Körnern. Ich habe hier jeweils einen Esslöffel voll Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsamen, Sesam und Mohn. Okay, das ist gar kein Mohn, sondern Basilikumsamen, weil ich Mohn hier tatsächlich nicht bekomme. Chiasamen würden übrigens auch noch gehen. Die Brötchen lege ich mir in eine Auflaufform, die ich mit Backpapier ausgelegt habe. Die passt nämlich in meinen Kühlschrank. Ordentlich abdecken und für 1 Stunde bei Raumtemperatur gehen lassen. Anschließend für 12 bis 16 Stunden in den Kühlschrank stellen. Am Morgen die Brötchen aus dem Kühlschrank nehmen und für eine halbe Stunde bis 1 Stunde gehen lassen. Den Backofen rechtzeitig auf 220 Grad Ober-Unterhitze vorheizen und ein hitzebeständiges Gefäß auf den Boden des Backofens stellen. Ich verwende hier eine Gusseisenpfanne. Die Brötchen dann in den Ofen schieben, etwa einen halben Liter Wasser in die Form am Boden gießen, aber Vorsicht bitte, der aufsteigende Wasserdampf ist sehr schmerzhaft, wenn man sich daran verbrennt. Und glaub mir, ich kenne mich da aus. Die Brötchen dann für 10 Minuten mit Wasserdampf backen. Den Wasserdampferzeuger, was auch immer du verwendest, wieder herausnehmen und die Temperatur auf 200 Grad senken. Die Brötchen dann in 25 Minuten fertig backen, herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Man kann übrigens auch eine Brötchensonne daraus machen. Wenn du die Teiglinge etwas dichter aneinander legst und dann backst, gibt es eine wunderschöne Brötchensonne. Das macht sich ziemlich fein auf dem Brunchbuffet. Auch wenn ich mich wiederhole, aber diese Brötchen sind wirklich mega lecker. Ich hoffe, dir hat meine Anleitung gefallen, wie man diese Körnerbrötchen backt.
Wenn dem so ist, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du mir dafür einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du meinen Kanal Nico Staniszok noch nicht abonnierst, dann weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du hier diesen roten Knopf drückst und meinen Kanal abonnierst. Das gesagt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten, dass du mein Video bis hierhin geschaut hast. Freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich sage jetzt einfach Tschüss. Ich muss frühstücken gehen. Hier, leckere Körnerbrötchen. Tschüss. Körnerbrötchen machen gehen. Halt, falsch rum. Körnerbrötchen machen gehen.